Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wenn ihr die 3 Teile der Türkei-Reise von diesem Jahr gesehen habt, wisst ihr ja, dass ich unterwegs meinen Motorradschlüssel verloren habe. Hier möchte ich nun speziell auf den Schlüssel bzw. wie dieser wieder zurück nach Deutschland kam, drauf eingehen. Viel Spaß dabei! Ja, wir befinden uns hier in der östlichen Türkei, genauer gesagt zwischen Izmir und Rize. Das geht also jetzt hier über ein sehr schönes Gebirge an die Schwarzmeerküste, circa noch 80 Kilometer. Und wir hatten vorhin an dieser Autobahnbrücke gehalten, weil wir hier den Abzweig auf diese wunderschöne Passstraße nehmen wollten und hatten uns hier eine Jacke angezogen. Ja, und jetzt war so der erste Zwischenstopp hier auf 2600 Meter Höhe. Und wie ihr gleich sehen werdet, war das mit einer Fehlermeldung. Und da ist sie. Hier ist die Meldung am Display vorne. Ich blende sie auch gleich mal ein. Ja, und da war natürlich der Schock groß. Funkschlüssel nicht in ihrer Reichweite. Wenn sie jetzt ausschalten, war es das. So, ja, jetzt erst einmal realisieren, was jetzt überhaupt gerade passiert ist. Ihr seht schon, ich bin ein bisschen aufgeregt. Die Kumpels wissen von noch nichts. Jetzt habe ich erst einmal geschaut, dass ich mich hier hinstelle, dass ich ja nicht den Motor abwürgen lasse. Ja, dazu muss man natürlich den Gang raus, die Kupplung raus, aber ja nicht abwürgen war jetzt meine Devise. Scheiße, mein Schlüssel ist weg. Mein Schlüssel ist weg. Wenn ich jetzt ausschalte, ist mein Motorrad da, wo die Jacke angezogen habe. Ja. Da wo du die Jacke angezogen hast. Ich fahre nochmal zurück. Am Tunnel? Ja. Ich fahre nochmal zurück, fahrt ihr vor. Nein. Hä? Ich fahr mit. Warst du da? Ja, und so sind Andi und ich jetzt auf dem Weg, die circa, ich schätze mal 10, 15 Kilometer zurück. Und jetzt ist natürlich das Rätsel groß, wo ist dieser Schlüssel abgeblieben. Also wir haben das jetzt so gemacht, dass, ja, ich sage jetzt einfach mal im Rahmen der Möglichkeiten einfach mal geschaut wurde auf der Straße, es war ja null Verkehr. Aber den jetzt wiederzufinden, wird nicht einfach werden. Ja, die Landschaft konnte ich hier also jetzt überhaupt nicht genießen, obwohl es wunderschön hier oben ist. Wir sind also nochmal an die Stelle zurückgefahren, wo wir angehalten haben und wo ich mir eine Jacke angezogen habe. Die war hinten im Koffer und ich bin davon ausgegangen, dass der Schlüssel hinten am Koffer steckte und rausgefallen ist, aber ich weiß es nicht. Ich kann es schon mal vorwegnehmen, den Schlüssel haben wir hier nicht gefunden. Wir haben dann umgedreht, wir haben den Volker wieder eingesammelt und sind dann wohlweislich an die Küste runtergefahren, diese ca. 80, 90 Kilometer, weil wenn der Ersatzschlüssel nicht dabei ist, dann ist man lieber auf Meereshöhe als im Gebirge. Ja, guten Morgen. Wir sind jetzt in der Nähe der Schwarzmeerküste und jetzt war gerade der Morgen nicht so gut. Wir sind über einen Pass gefahren und da ging bei mir am Motorrad die Fehlermeldung los, dass ich meinen Zündschlüssel nicht mehr bei mir hätte. Du kannst dann zwar noch fahren, aber wenn du einmal den Motor ausstellst, dann war es das. Der Andi hat mir dann geholfen, wir sind nochmal 10, 15 Kilometer zurückgefahren, haben alles abgesucht, auch da wo wir stehen geblieben sind. Haben die Strecke zurück in Schrittgeschwindigkeit abgesucht, nichts mehr zu machen. Ich habe zum Glück bei mir einen Ersatzschlüssel. Diesen Ersatzschlüssel habe ich mir machen lassen. Der Schlüssel ist eigentlich nur für die Koffer da. Das Ganze funktioniert keyless-mäßig, das heißt berührungslos. Das Motorrad hat keinen Zündschlüssel mehr, kein Zündschloss mehr. Das heißt, du musst dir das Ding irgendwo einstecken.
Ja, und wahrscheinlich habe ich es halt irgendwo verloren oder hinten am Koffer aufgemacht und dann stecken lassen. Ja, jetzt, das ist der einzige Schlüssel, den ich noch habe. Den muss ich jetzt so sicher verwahren, dass ich ihn nicht mehr verliere. Moped springt jetzt an, alles gut, jetzt geht's weiter und ja, solche Erfahrungen macht man auf Reisen. Ja, die Reise nahm seinen Verlauf, wie ihr in den Videoserien sehen könnt. Hier besuche ich jetzt meinen Freund Ali rechts im Bild. Wir sind hier auf einem Parkplatz an einem Canyon in Safranbolo. Und das Pärchen, das ihr hier seht, links Büsra und in der Mitte ist Fatih, die werden gleich im Thema Schlüssel eine wichtige Rolle spielen. Ja, mit Einreise in die EU loggte sich mein Handy auch wieder ins EU-Netz ein, beziehungsweise ins griechische Netz, EU-Netz. Und da kam dann als erstes eine E-Mail, Absender Recep Erdogan, Universität in Rize. Ich war sehr erstaunt, aber jetzt möchte ich euch den Verlauf nicht vorenthalten und in vereinfachter Darstellung gerne mal es zeigen. Ja, Mirasch hatte den Schlüssel gefunden, beziehungsweise ein Freund von ihm und hatte mich per E-Mail kontaktiert. Ich hatte einen USB-Stick am Schlüsselanhänger mit meiner Adresse und daher konnte er meine E-Mail-Adresse wissen. Ja, und jetzt geht's aber noch weiter. Dadurch, dass ich ja schon wieder in Griechenland auf dem Heimweg war, hatte ich meinen Freund Ali informiert und der hatte dann eine geniale Idee. Also wem es gerade zu schnell ging, hier nochmal die Zusammenfassung. Ali hatte mit Fatih und Büsra, die wir auf dem Parkplatz kennengelernt hatten, noch Kontakt und denen wollte er den Schlüssel mitgeben, da sie ja beide in Frankfurt wohnen. Das hier in Deutschland lebende Pärchen hat den Schlüssel von Istanbul mit dem Flieger mitgenommen und von Frankfurt kam jetzt das Paket. So, jetzt hat große Spannung. Christian hat ein Päckchen bekommen. Aus der Nähe von Frankfurt am Main. Genau. So, Spannung steigt. Er blättert. Er macht auf. Ach, wie süß. Guck mal, ein Glücksbringer ist mit drin. Ein Herzchen Ach, wie süß. boah, ich glaub's ja nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es wird doch nicht wirklich der verschollene BMW-Schlüssel zu ihm zurückkommen. Schaut euch das an. Der ist jetzt 3000 Kilometer und über viele nette Menschen kam jetzt dieser Schlüssel heute wieder zurück zu mir und ich bin so dankbar, dass er wieder da ist. Wahnsinn. Super. Es gibt doch noch ehrliche und liebevolle Menschen. Da waren jetzt viele Hände und viele Personen mit involviert und ganz ein dickes Danke an euch. Ups, nichts passiert. Und das war mit dabei. Oh, ist so süß, echt. Dankeschön. Danke. Ja, an dieser Stelle ein dickes Danke an meine beiden Kumpels für ihre Geduld, an den Finder Mirasch und seinen Vater, an meinen guten Freund Ali in Safranbolo und an Büsra und Fatih in Frankfurt. Herzlichen Dank an euch alle.
Und bitte verzeiht mir, wenn ich die Namen hier vielleicht etwas falsch ausspreche. So, wir sind jetzt in der Tiefgarage, wo das Moped ist. Und jetzt werden wir einfach mal ausprobieren, ob alles funktioniert. Das ist einmal der mechanische Schließzylinder. Ich glaube, dass ich sogar bevor wir an diesem Pass gefahren sind, habe ich links und rechts die Seitenkoffer ebenfalls mit dem Schließzylinder. Da ist kalt geworden und ich habe genau dasselbe System hier an den Koffern und ich glaube einfach, dass ich meinen Schlüssel hier habe stecken lassen. Könnte sein, ich weiß es nicht, dass der einfach während der Fahrt rausgerutscht ist. So, und jetzt checken wir einfach mal. Berührungslos heißt, ich lege dieses Teil irgendwo hin. Hier ist der Taster. Das schaut schon mal sehr gut aus, weil ohne diesen Schlüssel wird es nicht funktionieren. Schalten wir mal die Zündung an. Geht. Wunderbar. Kommst du hin mit der Kamera? Ja, klar. Okay. Jetzt machen wir Probe aufs Exempel. Hier. Magst du? Drück du. Läuft. So, und jetzt gehen wir mal den Schlüssel weg. Motorrad läuft nicht noch. Ich zeige euch das. Genau das ist passiert. Ein erneutes Einschalten der Zündung ist nicht möglich. Das heißt, wenn der Schlüssel weg ist, kannst du mit dem Motorrad nicht mehr fahren. Ich schalte jetzt mal aus. So, Motorrad ist aus. Stefan, Probe aufs Exempel. Warte, ich schalte nochmal die Zündung ein. Entschuldige. Zündung ein. Hier dieses Blinken, das sehe ich schon. Hier ist ein Dreieck oben. Ja, jetzt ist es weg. Okay. Versuch's mal. Genau. Ja, und genau das ist in der Türkei passiert. Schlüssel weg, ist nicht da und du kannst halt das Motorrad nicht starten und stehst halt 3000 Kilometer von zu Hause blöd da. Ja, zum Glück hatte ich Ersatz dabei, wisst ihr ja. Alles gut. Bin froh, dass alles jetzt sich zum Guten wendet. Ja, dann war es das für heute und dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Abenteuer. Ciao! Hallo Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal. Aktuelle News seht ihr auch auf meinem Instagram-Channel 2Wheels4Adventure. Bis zum nächsten Mal.